Sommer 2016, Mexiko. Mehrere Bewohner der Siedlung Nápoles in Mexiko-Stadt wurden von einem schrecklichen Ereignis erschüttert. Gegen 6 Uhr morgens wurden sie durch einen lauten Knall geweckt, der wie eine explodierende Gasflasche klang. Die Menschen schauten aus den Fenstern und sahen den nackten Körper einer Frau auf dem Asphalt liegen. Augenzeugen riefen sofort die Polizei, um den Vorfall zu melden. Zu diesem Zeitpunkt wusste und verstand noch niemand, was passiert war, warum die Frau völlig nackt in einer Blutlache auf der Straße lag. Als die Polizei und der Krankenwagen eintrafen, konnten die Sanitäter der Verletzten nicht mehr helfen. Sie war tot. Später identifizierten die Behörden das Opfer als Stephanie Magón Ramírez. Sie war erst 23 Jahre alt. Stephanie Magón Ramírez wurde 1993 im Westen Kolumbiens in der Stadt Cali geboren. Ihre Familie und engen Freunde nannten sie liebevoll Nanny. Stephanie lebte mit ihrem 4-jährigen Sohn und ihrem Ehemann, einem bekannten kolumbianischen DJ für elektronische Musik, in Cali. Sein Name ist Anthony Marin. Ihre Angehörigen beschrieben Stephanie als fröhliches, freundliches junge Frau, das Tiere sehr liebte. Schon früh interessierte sie sich für Mode. Sie blätterte in Zeitschriften und stellte sich vor, auf dem Cover zu sein. Stephanie arbeitete hart, um ihre Träume zu verwirklichen. Sie nahm an Fotoshootings und Modenschauen in ihrer Heimat Kolumbien teil. Das Modell war nur 1,68 Meter groß. Viele Fotografen bemerkten, dass ihr Gesicht so ausdrucksstark war, dass sie sich ständig von anderen Frauen abhob. Anfang 2016 nahm Stephanie an einem Casting teil und erhielt ein Angebot, in Mexiko zu arbeiten. Ramírez reiste allein in ein fremdes Land. Ihr Mann und ihr Sohn blieben in Cali zurück. Stephanie sah darin ihre Chance, mehr Geld zu verdienen und erfolgreich die Karriereleiter hinaufzuklettern. In ihrer Heimat Kolumbien studierte sie am College und träumte davon, Fernsehmoderatorin zu werden. Laut ihren Freunden reiste Stephanie auch nach Mexiko, um ein Studium am Nationalen Institut für Telekommunikation zu beginnen, wo zukünftige Fernseh- und Radiomoderatoren ausgebildet wurden. Stephanie Magón Ramírez' Mutter war sehr besorgt, als sie erfuhr, dass ihre Tochter alleine nach Mexiko reisen würde. Die Frau hatte ein ungutes Gefühl und bat ihre Tochter, in Kolumbien zu bleiben. Leider ist die Kriminalitätsrate in Mexiko sehr hoch. Stephanie war selbst besorgt, aber sie wusste, dass sie auf jeden Fall nervös sein würde. Schließlich war ihr das fremde Land völlig unbekannt. Dort würde es Schwierigkeiten geben, die sie einfach überstehen musste. Stephanie glaubte nicht, dass ein besseres Leben auf sie wartete. Sie träumte davon, bekannter zu werden, Verträge mit großen Marken zu unterschreiben und neue Kontakte und Beziehungen zu knüpfen. Im Mai 2016 zog Stephanie nach Mexiko-Stadt. Sie hatte einen Vertrag mit der Modelagentur New Icon in der Tasche. Gemäß den Vertragsbedingungen sollte die Agentur Ramírez finanziell unterstützen, damit sie mindestens 6 Monate lang in Mexiko-Stadt leben konnte. Stephanie wurde bei der Beantragung ihres Visums unterstützt, man kaufte ihr Flugtickets und bezahlte ihre Wohnungsmiete. Sobald sie Geld verdiente, musste sie es in Raten an die Agentur zurückzahlen. Ramírez' Aufgabe bestand darin, als Model zu arbeiten, an Werbeshootings für verschiedene Marken teilzunehmen und für Kataloge und Zeitschriften zu posieren. Anfangs lebte Stephanie in Mexiko-Stadt zusammen mit einer Kollegin, ebenfalls Model, in einer Wohnung. Nach 2 Monaten mietete sie sich eine eigene Wohnung. Ramírez zog in eine kleine Einzimmerwohnung in der Kolonie Nápoles. Stephanie wohnte im obersten Stockwerk eines 5-stöckigen Wohnkomplexes. Laut Quellen zahlte sie für die Miete ihrer neuen Wohnung 5.000 mexikanische Pesos. Das sind etwa 270 US-Dollar. Vertreter der Modelagentur, mit der Ramírez einen Vertrag hatte, bestätigten, dass das Model bei ihnen Schulden hatte. Stephanie gestand ihren Freunden, dass ihr die neue Arbeit sehr gefiel. Am Samstag, dem 30. Juli 2016, wurde Stephanie auf dem Asphalt unter dem Fenster ihrer Mietwohnung gefunden. Als die Polizei und der Rettungsdienst eintrafen, vermuteten sie sofort, dass die junge Frau aus der Höhe gestürzt war. Die Ärzte konnten Ramírez nicht mehr helfen. Sie starb. Die Ermittlungen begannen. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Stephanie mehrere Kopfverletzungen, einen Kieferbruch, gebrochene Rippen und deutliche Anzeichen von Gewalt aufwies. Dem Model fehlten mehrere Zähne.
Der erste toxikologische Test ergab, dass Stephanie vor ihrem Tod weder Alkohol noch illegale Substanzen konsumiert hatte. Später forderten die Behörden eine komplexere Analyse an, um herauszufinden, ob die Verstorbene andere Substanzen eingenommen hatte. Die Ergebnisse dieses erneuten Tests wurden aus irgendeinem Grund nicht sofort veröffentlicht. 3 Tage nach der Tragödie, am 2. August, bestätigte ein Vertreter der Behörden auf einer Pressekonferenz offiziell, dass Stephanie Magón Ramírez tatsächlich schwere Brüche und Prellungen hatte. Die Medien berichteten nacheinander, dass die Kolumbianerin Opfer eines geplanten Verbrechens geworden sei. Es vergingen jedoch noch einige Tage, bis die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt eine neue Version der Ereignisse bekannt gab. Nun behaupteten die Behörden, dass Stephanie Magón Ramírez sich freiwillig aus dem Leben geschieden habe, indem sie von dem Dach des Wohnhauses, in dem sie eine Wohnung gemietet hatte, gesprungen sei. Die Polizei teilte mit, dass sie keine Spuren von Kampf, Schlägerei oder Gewalt am ihren Körper gefunden habe. Alle Verletzungen seien durch den Sturz aus der Höhe entstanden. Die Ermittler fanden keine Hinweise darauf, dass Dritte am Tod des Models beteiligt waren. Die Behörden gingen davon aus, dass Stephanie selbst vom Dach gesprungen war. Entweder habe sie dies absichtlich getan oder es sei ein Unfall gewesen. Zur gleichen Zeit veröffentlichte die Polizei die Ergebnisse einer erneuten toxikologischen Untersuchung, die ergaben, dass sich in Ramírez' Blut eine erhebliche Dosis synthetischer illegaler Substanzen befand. Die Ermittler gingen davon aus, dass das Model zum Zeitpunkt des Sturzes unter dem Einfluss dieser Substanzen stand. Außerdem hatte Stephanie laut einigen Zeugen in der Nacht vor der Tragödie am 29. Juli den privaten Nachtclub Normandie besucht. Augenzeugen zufolge soll das Model in diesem Club Alkohol getrunken und illegale Substanzen konsumiert haben. Eine der Clubbesucherinnen berichtete, dass sie Stephanie auf der Toilette gesehen habe. Das Model sei stark betrunken gewesen und habe kaum auf den Beinen stehen können. Sie habe Halluzinationen gehabt und sich ausgezogen. Im Blut der jungen Frau wurde eine hohe Dosis illegaler Substanzen festgestellt. Es gibt Hinweise darauf, dass genau diese Substanzen beim Menschen das Gefühl hervorrufen, dass ihm sehr heiß ist. Möglicherweise hat sich Stephanie deshalb im Toilettenraum des Clubs ausgezogen. Ihre Mutter, ihr Vater und ihr Ehemann Anthony Marin berichteten, dass Stephanie niemals Alkohol missbraucht und schon gar keine illegalen Substanzen genommen habe. Ihre Angehörigen vermuteten, dass möglicherweise jemand im Club sie getäuscht und ihr absichtlich etwas in ihr Getränk gemischt habe. Nach den Aussagen von Zeugen, die die junge Frau im Club gesehen hatten, beschlossen die Behörden, den Club zu schließen und dort eine gründliche Durchsuchung durchzuführen, um herauszufinden, ob es im Normandie tatsächlich illegale Substanzen gegeben haben könnte. Um es vorwegzunehmen, es wurden keine illegalen Substanzen im Club gefunden, später wurde der Club jedoch geschlossen, da die Besitzer Probleme mit ihren Papieren hatten. Außerdem fehlte im Club das erforderliche Abfallentsorgungssystem. Im Laufe der Ermittlungen erhielt die Polizei von weiteren Zeugen die Information, dass Stephanie nicht nur als Model gearbeitet habe, sondern auch als Escort tätig gewesen sei und gegen Bezahlung mit Männern geschlafen habe. Die Familie Ramírez bestritt diese Informationen erneut und erklärte, dass Stephanie einen Vertrag mit einer großen Modelagentur gehabt habe. Sie habe einen gut bezahlten Job gehabt und keine weiteren Einkommensquellen benötigt. Die mexikanischen Behörden stellten nicht nur keine ausreichenden Informationen über die Ermittlungen in diesem Fall zur Verfügung, sondern beeilten sich auch, ihn abzuschließen. Die offizielle Version lautete, dass Stephanie sich das Leben genommen habe. Viele Menschen glaubten der Polizei nicht. Die populärste Version dessen, was tatsächlich mit Stephanie geschehen ist die Theorie, dass sie Opfer eines Menschenhandelsrings geworden sei, mit dem die Modelagentur zusammengearbeitet habe. Hinter diesem Komplott hätten einflussreiche Personen gestanden. Die Agentur, mit der Stephanie einen Vertrag hatte, befand sich in einem prestigeträchtigen Viertel der mexikanischen Hauptstadt, wo auch mehrere andere ähnliche Unternehmen ansässig sind. Die mexikanischen Behörden erklärten, es gebe keine Beweise dafür, dass das Unternehmen Teil einer kriminellen Organisation sei. New Icon arbeitete tatsächlich mit Models aus verschiedenen südamerikanischen Ländern wie Kolumbien, Venezuela und Paraguay zusammen. Als die Presse die Agentur kontaktierte, erklärte ein Sprecher, dass das Unternehmen sehr professionell und renommiert sei und in keinerlei Verbindung zu Menschenhändlern stehe.
Wichtige Informationen kamen von den Nachbarn der Ramirez. Sie berichteten, dass sie gesehen hätten, wie Stephanie spät in der Nacht nicht allein, sondern mit 2 Männern in die Wohnung gekommen sei. Die Nachbarn erzählten, dass diese Männer einige Zeit in der Wohnung der Ramirez verbracht hätten. Niemand habe Streit oder Schreie gehört. Gegen 4 Uhr morgens seien die Männer gegangen. Stephanie habe sie nicht zum Auto begleitet und nur 2 Stunden später habe sie auf der Straße gelegen. Wie bereits erwähnt, lautete die offizielle Version der Behörden, dass Stephanie selbst vom Dach des Gebäudes gesprungen sei. Einige Details passen jedoch nicht zusammen. Die Leiche des Models wurde auf der Straße in der Mitte der Fahrbahn gefunden, etwa 5,5 Meter vom Wohnhaus entfernt. Nach Angaben eines Sportexperten hätte Stephanie einen Sprung machen müssen, um so weit vom Haus entfernt zu landen. Der Experte schätzte, dass die junge Frau mindestens 45 Meter hätte anlaufen müssen. Das Dach des Gebäudes war jedoch nicht groß genug, um dies zu ermöglichen. Wenn Stephanie tatsächlich vom Dach gesprungen wäre, wäre sie auf dem Bürgersteig gelandet, aber keinesfalls in der Mitte der Straße. Außerdem lag das Model in einer Embryonalstellung. In einer solchen Position wäre es kaum möglich, von einem 5-stöckigen Gebäude zu springen. In der Regel fallen Menschen, die aus der Höhe springen, mit dem Gesicht nach unten, wobei sie ihre Arme ausstrecken oder an ihr Gesicht pressen, was ein natürlicher Instinkt ist, um den empfindlichsten Teil des Körpers, den Kopf, zu schützen. Die mexikanischen Behörden wurden dazu befragt. Sie antworteten, dass Stephanie beim Fallen gegen einen Baum neben dem Haus geprallt sei und anschließend nach vorne geschleudert worden sei. Vor dem Gebäude steht tatsächlich ein Baum, zudem verlaufen dort Stromleitungen sehr nah am Haus. Das Seltsamste daran ist jedoch, dass weder die Äste des Baumes noch die Stromleitungen beschädigt wurden. Eine weitere sehr rätselhafte Tatsache war, dass die Polizei die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus den Nachbarhäusern angefordert hatte, auf denen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Moment festgehalten war, als Stephanie auf die Straße stürzte. Diese Aufnahmen hätten bei den Ermittlungen helfen können, doch aus irgendeinem Grund teilte die Polizei mit, dass sie die Aufzeichnungen zwar gesammelt, aber nicht ausgewertet habe, da sie überzeugt gewesen sei, dass Stephanie aus eigener Entscheidung aus dem Leben geschieden sei. Die Beamten sahen keine Notwendigkeit, das Material zu analysieren. Ein weiteres wichtiges Detail darf nicht vergessen werden. Stephanie fehlten mehrere Zähne, doch keiner davon wurde auf der Straße, auf dem Dach oder in der Wohnung gefunden. Die meisten Verwandten und Freunde von Stephanie gingen daher davon aus, dass ihre Leiche schlicht auf die Straße geworfen worden war. Diese Version wurde von den Behörden in Mexiko-Stadt jedoch nicht einmal in Betracht gezogen. Laut einer Nachrichtenquelle soll während einer Live-Übertragung der mexikanischen Sendung 4 Wege ein anonymes Mitglied eines Drogenkartells angerufen und eine beunruhigende Aussage gemacht haben. Seinen Worten zufolge gebe es mehrere Modelagenturen, die vom Kartell finanziert würden und über die gezielt junge Frauen ausgewählt würden. Wenn diese nach Mexiko-Stadt kämen, würden sie gezwungen, Beziehungen zu ihren Vorgesetzten und anderen Kartellmitgliedern einzugehen. Laut dem Anonymen seien diejenigen, die sich gewehrt oder sich geweigert hätten, beseitigt worden. Er sagte zudem, dass niemand versuchen werde, die Wahrheit herauszufinden. Selbst wenn es eine Untersuchung gäbe, würden Beweise vertuscht, da Anwälte und Polizisten bereits vom Kartell gekauft worden seien. Diese Aussagen wurden später von einem weiteren Kartellmitglied bestätigt, das hinzufügte, dass kolumbianische Frauen bevorzugt würden, da sie groß seien, attraktive Figuren hätten und oft blonde Haare und helle Augen. Später wurde bekannt, dass in der Nähe der Siedlung Nápoles in Mexiko-Stadt, wo Stephanie lebte, eine weitere Gruppe ausländischer Frauen wohnte, die als Escorts arbeiteten. Im April 2018 entdeckten die mexikanischen Behörden in derselben Gegend ein Netzwerk für Frauenhandel. Die Frauen wurden dort festgehalten und nicht freigelassen. Einer der Gefangenen gelang die Flucht, woraufhin sie sich an die Polizei wandte. Auf diese Weise konnten 17 Frauen gerettet werden. Unter ihnen waren 10 Venezolanerinnen, 6 Kolumbianerinnen und eine Paraguayerin. Leider werden Fälle von Frauenhandel mit Ausländerinnen und damit verbundene Tötungsdelikte in Mexiko immer häufiger und geben Anlass zur Sorge im ganzen Land. Die mangelnde Bereitschaft der Behörden, konsequent gegen diese Netzwerke vorzugehen und die Verbrechen aufzuklären, ist dabei besonders beunruhigend. Laut kolumbianischen Medienberichten sagte Anthony Marin,
der Ehemann von Stephanie, dass sie bei ihrem letzten Videoanruf verängstigt gewirkt habe. Er erklärte, seine Frau sei distanziert gewesen und habe sich während des Gesprächs unnatürlich verhalten, doch er habe dem keine Bedeutung beigemessen und angenommen, sie sei lediglich erschöpft von der Arbeit. Ein Fotograf, der einige Monate vor ihrem Umzug nach Mexiko mit Stephanie zusammengearbeitet hatte, berichtete, dass sie sich weiterentwickeln wollte, sehr viel arbeitete und fast immer von Anthony begleitet wurde. Ihr Mann holte das Model regelmäßig von Fotoshootings ab und brachte sie nach Hause. Das Ehepaar liebte sich offenbar aufrichtig und es gab keine Anzeichen dafür, dass Stephanie ein Doppelleben führte. Die Familie der Verstorbenen war zutiefst schockiert über das Geschehen. Sie bemühten sich über lange Zeit um eine Wiederaufnahme der Ermittlungen, wurden jedoch jedes Mal abgewiesen. Ramirez' Mutter war schwer gezeichnet von dem Verlust und wurde schließlich wegen psychischer Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war nicht das erste Mal, dass sie einen geliebten Menschen verlor. Im August 2014 starb Julian David Ramirez, ihr jüngster Sohn, bei einer Schlägerei in einem Nachtclub. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in Brasilien. Wie seine Schwester war auch er in ein anderes Land gegangen, um dort zu arbeiten. Stephanie Magon Ramirez wurde in ihrer Heimat Kolumbien, in Cali, beigesetzt. Für die mexikanischen Behörden gilt der Fall derzeit als abgeschlossen. Für die Familie von Stephanie und viele andere mitfühlende Menschen wirft diese Tragödie jedoch bis heute zahlreiche Fragen auf. Der Fall bleibt ungeklärt. Was ist tatsächlich mit dem Model geschehen? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.